Okay, Sie denken also darüber nach Deutschland zu ziehen oder vielleicht sind Sie schon dort. Heute werfen wir einen Blick auf die tatsächlichen Lebenshaltungskosten. Wir gehen weit über Miete und Lebensmittel hinaus, um die Ausgaben aufzudecken, die fast zu übertreffen scheinen. Jeden Neuankömmling überrascht. Beginnen wir also mit einer wirklich verbreiteten Wahrnehmung. Deutschland gilt als der Ort, an dem finanziell alles vorhersehbar ist. Wissen Sie, klare Preise, stabile Dienstleistungen. Alles sehr unkompliziert. Und zum größten Teil ist das völlig richtig. Aber es ist nicht die ganze Geschichte. Sehen Sie denn direkt unter der Oberfläche von Dingen wie Miete und Lebensmitteln diese ganz andere Schicht struktureller Kosten, Gebühren und Steuern, die Ihr Budget wirklich sehr belasten kann. In diesem Erklärer gehen wir sie Schritt für Schritt durch. Daher beginnt Ihre Reise normalerweise mit der Suche nach einer Wohnung und fast sofort. Sie werden auf ein System stoßen, das einzigartig auf Deutsch ist und ein ziemlich großes Hindernis sein kann. Wenn du bist nicht bereit dafür. Okay, also fangen wir gleich an. Um so ziemlich jede Wohnung zu mieten, Sie brauchen dieses Ding namens Schufa-Bericht. Der einfachste Weg, darüber nachzudenken, ist Ihr Deutsch-Kreditwürdigkeit. Für Vermieter ist es der Beweis Nummer 1, dass Sie ein verlässlicher Mieter sind. Wer wird Ihre Rechnungen bezahlen? Es ist absolut notwendig. Hier ist das Richtige für Neuankömmlinge. Es ist doch ein totaler Catch-22. Oder man braucht einen Schufa, um eine Wohnung zu bekommen, aber bauen kann man nicht wirklich. Eine Schufa-Platte. Bis Sie in Deutschland leben. Um den Ball ins Rollen zu bringen, müssen Sie diese nehmen. Schlüsselschritte. Registrieren Sie zunächst offiziell Ihre Adresse. Dann eröffnen Sie ein deutsches Bankkonto. Und schließlich unterzeichnen Sie einen lokalen Vertrag für etwas wie einen Mobilfunktarif. Und das ist wirklich der entscheidende Punkt. Obwohl das Gesetz besagt, dass Sie einen kostenlosen Bericht erhalten können, ist dies einfach nicht das, wonach Vermieter suchen. Sie erwarten die offizielle kostenpflichtige Version, den Bonitätsauskunft, der etwa 30 Euro kostet. Und da haben Sie es, eine Ihrer allerersten versteckten Kosten. Okay, lass uns weitermachen. Du hast einen Platz gefunden. Euer Schufa hat die Daumen hoch bekommen. Eindrucksvoll. Aber das Bargeld, das Sie zur Hand haben müssen. Ja, das fängt gerade erst an. Also gut, reden wir über die größten Vorabkosten. Und das ist ein großes Problem. Die Mietkaution oder das, was Sie den COZien nennen. Vermieter können in Deutschland gesetzlich bis zu verlangen. Das Dreifache Ihrer Grundmiete. Wenn Ihre Wohnung also 1.000 Euro im Monat kostet, ist das cool? 3.000. Bevor Sie überhaupt darüber nachdenken, müssen Sie Ihr Bankkonto betriebsbereit haben, die Schlüssel bekommen und zusätzlich zu dieser hohen Kaution zahlen Sie auch die Miete für den ersten Monat, im Voraus plus eine Reihe kleinerer Gebühren. Oh, und man muss auf die Nebenkostenabrechnung achten. Das ist der jährliche Abgleich der Stromrechnung. Wenn Sie mehr Wärme verbrauchen als erwartet, könnten Sie bekommen. Monate später muss er mit einer ziemlich hohen Rechnung rechnen. Es passiert. Alles in allem sollten Sie das wahrscheinlich tun. Budget dafür, dass Sie nur für den Einzug das 4- bis 5-fache Ihrer monatlichen Miete und Bargeld haben. Also, sobald Sie es sind, wenn alle eingezogen sind, werden Sie ziemlich schnell feststellen, dass die meisten Ihrer regulären Rechnungen Miete betrafen. Dienstprogramme, Ihr Telefon werden über etwas namens SEPA-Lastschrift bezahlt. Sie unterschreiben, was heißt? Ein letztes Mandat. Und das gibt Unternehmen die Erlaubnis, das geschuldete Geld einfach einzuziehen. Direkt von Ihrem Bankkonto. Jetzt weiß ich, was Sie denken. Den Unternehmen die Erlaubnis erteilen. Einfach Geld von Ihrem Konto abheben klingt ein wenig riskant, oder? Aber das System ist eigentlich super, sicher mit wirklich starkem Verbraucherschutz. Sie können diese Erlaubnis jederzeit widerrufen und Sie haben volle 8 Wochen Zeit, um Ihr Geld für etwaige Kosten zurückzuerhalten. Keine Fragen gestellt? Okay, alles ist erledigt, Ihr Lastschriftverfahren ist eingerichtet. Die ersten Rechnungen trudeln ein. Aber dann gibt es noch eines, das in so ziemlich jedem Briefkasten in Deutschland auftaucht. Und es überrascht fast jeden einzelnen Neuling völlig. Das, meine Freunde, ist der Rundfunk. Beitrag, der Pflichtbeitrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Jeder einzelne Haushalt in Deutschland muss es bezahlen. Jedes einzelne und jedes Jahr summiert es sich auf über 220 von 100. Und hier ist es absolut.
Kicker, es spielt keine Rolle, ob Sie einen Fernseher besitzen, es spielt keine Rolle, ob Sie nicht einmal ein Radio besitzen. Es spielt keine Rolle, ob Sie nur Netflix streamen, die Gebühr ist an Ihre Adresse, Ihren Haushalt und so weiter gebunden. Und Sie sind gesetzlich zur Zahlung verpflichtet. Zeitraum? Es lohnt sich auch, sich an das Ganze zu erinnern. Die Abrechnungskultur in Deutschland ist, nun ja, ziemlich formell und super pünktlich. Wenn Sie eine Zahlungsfrist verpassen, auf jede Rechnung erhalten Sie wahrscheinlich ein formelles Erinnerungsschreiben namens Mono. Und das ist fast immer der Fall. Es wird eine gesetzlich geregelte Verspätungsgebühr erhoben. Also gut, mach weiter. Du hast diesen tollen neuen Job angefangen. Und der erste Gehaltscheck landet auf Ihrem Konto. Riesiger Moment. Aber dann schauen Sie sich die Abzüge an und du denkst, Moment mal, das ist mehr, als ich erwartet hatte. Lassen Sie uns darüber sprechen. Warum? Das ist der Tarif, das Kirchensteuer oder der Kirchensteuer. Und hier ist das kleine Detail, das so viele Leute beschäftigt. Es handelt sich nicht um einen Prozentsatz Ihres Gesamtgehalts. Es handelt sich um einen Prozentsatz Ihrer Einkommensteuer. Denken Sie einfach nach. Darüber für eine Sekunde. Es ist eine Steuer auf Ihre Steuer. Wenn Sie also 1.000 Euro Einkommensteuer schulden, Sie zahlen noch einmal 80 bis 90 Euro obendrauf. Und wie Sie hier sehen können, der genaue Tarif kommt nur darauf an, in welchem Bundesland man lebt. In Bayern und Baden-Württemberg sind es 8% weniger und 9% überall sonst. Diese Steuer gilt also nur für registrierte Mitglieder bestimmter Kirchen, wie die katholische und die protestantische Kirche, was natürlich zu der großen Frage führt. Was wäre, wenn du willst es nicht bezahlen? Die kurze Antwort lautet, ja, Sie können sich absolut abmelden. Aber das ist Deutschland. Es handelt sich um einen formellen rechtlichen Prozess namens Kirchenaustritt. Man muss tatsächlich einen Termin vereinbaren. Gehen Sie persönlich zu einem Regierungsbüro und zahlen Sie eine kleine Gebühr, um offiziell Ihre Abreise zu erklären. Die Kirche. Und noch eine letzte Sache, die Sie möglicherweise auf Ihrer Gehaltsabrechnung sehen, insbesondere wenn Sie eine höhere Position Verdiener, ist der Solidaritätszuschlag. Mittlerweile ist es für die Mehrheit der Steuerzahler weitgehend abgeschafft, aber für Menschen mit höherem Einkommen gibt es die Steuer immer noch, indem sie weitere 5,5% auf ihre Einkommensteuer aufschlagen. Okay, also nach dem Warten durch Bonitätsprüfungen, riesige Einzahlungen, obligatorische Gebühren und sogar Kirchensteuern, was bedeutet das alles? Was ist hier das große Ganze? Schauen Sie das Wichtigste. Aus all dem lässt sich schließen, dass es sich bei diesen Kosten nicht nur um zufällige, unglückliche Überraschungen handelt. Sie sind buchstäblich in das deutsche System eingebaut. Sie zu verstehen, soll Sie nicht erschrecken. Es geht darum, ein realistisches Budget dafür einplanen zu können, damit Sie eine Menge finanziellen Stress vermeiden können. Denn ehrlich gesagt ist es ein enormer Vorteil, das alles im Voraus zu wissen. Es verändert diese. Potenzielle Probleme werden zu einem weiteren Posten in Ihrem Budget. Es ermöglicht Ihnen, für Sie zu planen. Planen Sie dafür ein Budget ein und stellen Sie sicher, dass es bei Ihrem Deutschland-Abenteuer nur gute Überraschungen gibt.